Zusätzlich zu den finanziellen Anforderungen kommen auch noch die Hardware-Anforderungen mit dazu, die diese Brille stellt. Und die sind wirklich nicht ohne. Heute schauen wir uns von Vario mal die XR3 an. Das ist dieses Gerät hier. Es ist ein relativer Brocken. Es ist eine sehr besondere VR-Brille, eigentlich auch eine Mixed Reality-Brille. Und nicht nur deswegen was Besonderes, sondern auch wegen dem Preis, den man dafür zahlen muss. Zunächst mal, Vario ist ein finnisches Unternehmen, welches sich voll und ganz auf die Entwicklung von High-Performance VR und Mixed Reality Headsets konzentriert. Und bei Vario arbeiten etliche Ingenieure und Ingenieurinnen mit einem Background von Nokia. Also es ist durchaus schon so, dass es da einen sehr hohen Erfahrungsschatz in der Belegschaft gibt, was die Entwicklung von Mikroelektronik und anspruchsvollen technischen Geräten angeht. Vario ist meines Wissens nach auch das einzige europäische Unternehmen, was professionell in dem Maßstab VR-Headsets baut. Also das ist auch schon was Besonderes. Und ja, was das Headset sonst noch so bietet, schauen wir jetzt mal genauer rein. Wie üblich schauen wir erstmal, in welchen Versionen das Headset kommt. Das ist hier theoretisch relativ einfach, denn es gibt nur diese Enterprise-Version. Die Besonderheiten haben schon mit dem Lieferumfang zu tun, denn das Einzige, was ich bekomme, theoretisch, ist eben dieses Headset mit den Verbindungskabeln, den Connection-Boxen dazu. Und das ist es. Aber da das Headset SteamVR kompatibel ist, brauche ich, wenn ich das nutzen möchte, noch Tracking-Stationen und Controller. Und die muss ich extra kaufen. Die sind in dem Preis nicht drin. Außerdem ist es so, dass ich dafür nicht nur die Hardware kaufe, sondern dass ich tatsächlich Vario-typisch auch noch eine Lizenz für die Nutzung brauche. Das funktioniert ähnlich wie bei professionellen Software-Tools, wo ich eine Subscription pro Jahr bezahle. Und das kann ich bei Vario über den Vario-Account machen. Und die Subscription gibt es dann für den Zeitraum von 1 bis 3 Jahren und die kosten extra. Alternativ gibt es noch die Möglichkeit, falls ich keine Online-Subscription nutzen kann, dass ich das Ganze mittels einer Offline-Lizenz mache. Dafür muss man den Preis dann aber beim Reseller extra fragen. Ich kann nur so viel sagen, das ist nochmal ein spürbarer Unterschied. Die Subscription umfasst Dinge wie den direkten Support-Kontakt zu Vario. Also man merkt schon sehr, dass es ein wirkliches Business-Gerät ist. Ich habe direkten Hersteller-Support, habe direkten Kontakt zu Leuten, die mir da weiterhelfen können. Habe auch eine zugesicherte Next Business Day Response. Das ist wirklich nicht schlecht, wenn man da intensiv mit dem Gerät arbeiten möchte. Und ich bekomme steten Zugang zu der Weiterentwicklung von der Vario-Software mit den weiteren Features dazu. Das war zuletzt zum Beispiel das Inside-Out-Tracking, welches jetzt mit Beta-Access zur Verfügung gestellt wird. Auch dazu komme ich später nochmal genauer. Aber diese ganzen Entwicklungssachen, da bekomme ich über diese Subscription eben die Zugriffe drauf und so wird das auch gerechtfertigt. Aber es ist halt was man berücksichtigen muss, weil das bei anderen Headsets eben nicht üblich ist. Kommen wir erstmal zu den grundsätzlichen Hardware-Spezifikationen der Brille. Die zu beschreiben, ohne auf die Besonderheiten einzugehen, ist dabei gar nicht so einfach, weil eigentlich alles an der Brille ein bisschen anders und besonders ist im Vergleich zu restlichen Brillen im Feld. Trotzdem versuchen wir es. Als einfache Basisfeststellung erstmal, diese Brille ist eine klassische VR-Brille, die tatsächlich ohne Lautsprecher und auch ohne Kopfhörer daherkommt. Also es gibt weder gerichtete Lautsprecher im Headstrap, noch gibt es irgendwelche Kopfhörer, die direkt mit dran verbaut werden. Stattdessen gibt es wirklich nur den Klinkeanschluss hier vorne, wo ich die Audiolösung meiner Wahl mit anschließen kann. Bei Anschlüssen und Anschlusskabeln kommen wir allerdings dann auch schon zur ersten Besonderheit. Das hat mit dem Anschlusskabeln hier zu tun, das sind nämlich 2, die ich auch relativ einfach ein- und ausstecken kann und somit wechseln kann. Das macht die Sache relativ praktisch. Diese Kabel münden dann nach einigen Metern Kabelanschluss in den Anschlussboxen der Brille. Das sind 2. Und das wird einfach per USB-C angeschlossen und geht dann hinten aus der Kabelbox wieder hinaus, wo ich extra pro Kabelbox Strom brauche, DisplayPort-Anschluss an den Grafikkarten und USB 3-Anschluss am Rechner. Und das ist schon eine gewisse Besonderheit zu Brillen, die ansonsten versuchen, mehr und mehr in Richtung ein einzigen Anschlusskabel zu gehen. Aber das klappt technisch bei der Vario einfach nicht anders. Und wenn wir damit schon bei den Besonderheiten sind, das Ganze mit den Kabeln hier hat natürlich auch einen Grund. Und der Grund verbirgt sich innerhalb der Brille. Und zwar ist es so, dass die Vario nicht ein einziges Display über die komplette Sichtfläche bietet, sondern es gibt mehrere von denen. Und eigentlich hat, wenn man das genauer betrachtet, jedes von den Displays schon eine höhere Auflösung als zum Beispiel bei der Pico 4 oder bei vergleichbaren Brillen. Man spricht dabei immer von Pixel per Degree als Einheit, um das einschätzen zu können, also wie viele Pixel in der Darstellung
pro Grad Sichtfeld zum Einsatz kommen. Bei der Vario sind das tatsächlich in dem normalen Display, ich erkläre den Unterschied gleich, schon 30 Pixel per Degree. Und in den Focus-Displays in der Mitte sind es gar 70. Zum Vergleich, die Pico 4 hat ca. 20 Pixel per Degree, also ungefähr ein reichliches Drittel von dem, was die Vario so im Einsatz hat. Bei dem Focus-Display, das kann man sich so vorstellen. Also ich habe über dem gesamten Sichtfeld mein normales Anzeigedisplay und in der Bildmitte habe ich einen quadratischen Ausschnitt, der höher aufgelöst ist, ähnlich wie ein Kamerasucher funktioniert. Das Ganze ist so geschickt ineinander geblendet, dass ich den Unterschied visuell kaum wahrnehmen kann. Man könnte jetzt aus Marketing-Sicht sagen, man sieht ihn gar nicht, aber ich kann aus praktischer Anwendungserfahrung sagen, wenn man darauf achtet, sieht man die Abweichung immer noch leicht, aber es ist definitiv nicht störend und der optische Zugewinn an Bildschärfe ist einfach immens. Insgesamt hat die Vario generell eine sehr, sehr gute Darstellung. Also man hat 115 Grad horizontales Sichtfeld und man hat eine Auflösung von 2800 Pixeln pro Auge in der Breite und in dem Fokus-Display 1920 x 1920, also quadratische Auflösung, wie ich sagte, nochmal in der Bildmitte. Und das Ganze führt wirklich zu einer gestochen scharfen Bilddarstellung, die dann allerdings auch die 2 Grafikanschlüsse notwendig macht. Generell kommt man nicht umhin, wenn man über diese Brille spricht, relativ viel über technische Faktoren dieser Brille zu sprechen. Das ist gar nicht anders möglich, denn bei der Brille handelt es sich um ein absolutes Profigerät, die sich eben durch die verbaute Technologie von den anderen Marktbewerbern absetzt. Ich versuche das trotzdem nur in begrenztem Maße heute zu machen, denn es geht mehr um den generellen Eindruck der Brille und auch über die Anwendung. Und für weitere Informationen verlinke ich nochmal auf ein sehr gutes Review von einem anderen YouTuber. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kommen wir erstmal zum Handtracking. Dafür unterstützt die Brille etwas, was Pioniere im VR-Bereich vielleicht noch kennen. Das Ganze ist ein Handtracking-System von Ultraleap. Es nennt sich Gemini. Und Ultraleap hieß früher Leap Motion und waren die Pioniere im Bereich des Handtrackings im VR-Bereich. Das waren so kleine Geräte, die man oftmals an VR-Brillen vorne dran geklebt gesehen hat. Damit bekommt man ein wirklich sehr exzellentes Handtracking, was nicht nur über die Software aus den Bildinformationen der Kamera berechnet wird, sondern was wirklich über eigene Sensorik vermessen und stetig aktualisiert wird. Weiter geht's beim Bereich Tracking mit dem Eye-Tracking. Auch da geht Vario andere Wege. Hier ist tatsächlich wirklich ein extrem professionelles Eye-Tracking-System verbaut, welches innerhalb der Brille mit mehreren Kameras und Sensoren auf Infrarottechnik die Augen misst und das über 200 Hertz Refresh Rate auch aktualisiert. Das ist deswegen schon speziell und wichtig, weil wir die Augen als Menschen extrem schnell bewegen. Das heißt, diese 200 Hertz Wiederholungsrate führt dazu, dass ich wirklich immer zu jedem Zeitpunkt weiß, wo der Nutzer gerade hinschaut und ich das auch extrem präzise messen und für die Anwendung nutzen kann. Das ist zum Beispiel dafür extrem gut zu nutzen, wenn ich das Ganze über sogenanntes Foveated Rendering verwenden möchte, um nur die Bildbereiche scharf zu rendern, die der Nutzer gerade auch wirklich fokussiert betrachtet. Das ist bei der Displayauflösung der Vario eine sehr gute Möglichkeit, um trotzdem gute Performance zu bekommen, aber auch da gehe ich später noch mal im Detail drauf ein. Und als letzte Sensorik, und das ist eigentlich, glaube ich, auch die XR3 am speziellsten separiert von allen anderen Geräten, auch von denen die Vario anbietet, das sind auch die bestsichtbarsten am Gerät, das sind die Sensoren an der Front. Diese beiden kreisrunden Arrays mit Kameras und anderer Sensorik bilden das Mixed Reality System der Brille ab. Als wichtigstes Element ist dabei der LiDAR-Sensor an dem Gerät zu nennen. Das ist tatsächlich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, was man ansonsten vielleicht in den Bereichen im Consumer-Elektronik-Bereich von den iPad Pros noch kennt. Das ist ein Laser-Entfernungsmesser, der dazu genutzt wird, in Verbindung mit den sehr guten Stereo-Pass-Through-Kameras das Bild, was ich von der realen Welt um mich herum sehe, wirklich plastisch abzubilden. Also es ist nicht nur so, dass ich mit einer einzelnen Kamera die Umgebung vor mir filme und das quasi in dem Screen der Brille wieder dargestellt bekomme, sondern die Brille erzeugt tatsächlich ein farbiges, dreidimensionales Bild der Welt um mich herum, wo auch eine gewisse Verdeckung der Objekte möglich ist, weil die Brille zu jedem Zeitpunkt wirklich die räumliche Einschätzung über den Raum treffen kann. Und das ist tatsächlich ein sehr starkes Feature dieser Brille, was sie für den Mixed Reality Einsatz extrem interessant macht. Doch die Mixed Reality Funktionen sind nicht alleine auf diese beiden Kameras beschränkt, sondern gehen sogar noch über das Pass-Through-Thema hinaus, denn die Brille unterstützt Dinge, die ich so out of the box auch bei anderen Geräten bisher nicht gesehen habe.
Und zwar ist das zum einen die Option, ein natives Marker-Tracking zu unterstützen und das andere ist das Live-Chroma-Keying. Gerade das Live-Chroma-Keying kennt man vielleicht eher aus dem Filmbereich. Das hat damit zu tun, Chroma Key bedeutet, dass ich über Greenscreen-Technologie Bereiche in der echten Welt, die ich durch die Brille sehe, maskieren kann und präzise durch virtuelle Inhalte überlagern kann. Das ist relativ abstrakt, aber ich kann mir das an einem Beispiel sehr gut vorstellen. Wenn ich mir denke, ich habe einen Flugsimulator, der einen echten Cockpit-Bereich hat, wo ich wirkliche Instrumente vor mir habe und ich möchte im Prinzip nur die Welt hinter diesem Cockpit ersetzen. Und das kann ich damit tun, indem ich mir dort ein Greenscreen-Setup aufbaue und dann kann die Brille das sehr gut maskieren, sodass ich quasi die realen Cockpit-Instrumente vor mir sehe und im Hintergrund alles durch VR-Welt ersetzen kann. Dafür kann ich dann die Vario Marker zum Einsatz bringen, die das Marker-Tracking der Brille abbilden. Das sind im weitesten Sinne QR-Codes, aber Vario gibt dafür eigene Standards vor, um eine gute und stabile Tracking-Verfolgung zu ermöglichen. Diese Marker bilden zum einen die Basis für das Tracking von Objekten, und zwar sowohl statischen als auch beweglichen Objekten. Das kann ich sowohl im VR als auch im Mixed Reality Einsatz nutzen. Zum Beispiel kann ich so Mockup-Displays machen, auf denen ich dann einfach die Vario-Marker abbilde und in VR sehe ich dann auf den Displays reale, dynamische Display-Inhalte. Das ist sehr gut zum Beispiel im Prototypenbau, wenn es darum geht, Cockpit-Inhalte oder Fahrzeugarmaturen wirklich mit realen, dynamischen Inhalten zu füllen und trotzdem auf den Modellen, den physisch anfassbaren Modellen zu arbeiten. Zum Zweiten kann ich diese Marker auch noch verwenden, um das Inside-Out-Tracking, ja, die Brille kann sich selber tracken, um das Inside-Out-Tracking der Vario zu stabilisieren und zu präzisieren. Das ist eine relativ clevere Lösung, denn an sich ist diese Brille mit einem normalen Inside-Out-Tracking ausgestattet. Das heißt, sie ermittelt über den LiDAR-Sensor und über die Kameras ihre Position im Raum. Aber die Marker helfen zusätzlich, die Brille zu verorten und dieses Tracking zu präzisieren. Und das ist gerade in Verbindung mit Greenscreen-Aufnahmen, wo die Brille ansonsten relativ wenige Bildinformationen hat, an der sie sich orientieren kann, eine sehr gute Unterstützungslösung, um das zu verbessern. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu den Stärken und Schwächen, weil ich versuche ja jetzt schon das ganze Feature-Set der Brille nicht nur theoretisch zu besprechen, sondern auch eventuell hier und da zu erklären, wie das Ganze für mich als Nutzer praktisch funktioniert. Das bedeutendste Feature dieser Brille und ich glaube auch das Hauptseparationsmerkmal dieses Gerätes ist die Displayqualität, die visuelle Darstellung. Das ist einfach so, das muss man so sagen. Und die extrem hohe Farbtreue der Displays gehört damit dazu. Das ist im VR-Bereich tatsächlich gar nicht sonst so üblich, dass die Hersteller die Farbraumabdeckung der Displays mit angeben, weil das eigentlich auch gar nicht so klar gewährleistet werden kann durch das ganze System der Linsen, durch die Produktionsabweichungen der einzelnen Displays. Vario wiederum gibt es an, und zwar mit 99% sRGB-Farbraum und 93% DCI P3-Farbraum. Das sind professionelle Werte, mit denen man wirklich verlässlich arbeiten kann, wenn es darum geht, Prototypen von Objekten in VR verlässlich betrachten zu können. Zusätzlich werden in der Brille selber ein asphärisches Linsensystem verbaut. Das hat den Vorteil, dass bis auf minimale Verzerrungen am Randbereich fast keine Verzerrungsartefakte entstehen und ich eine extrem hohe Bildklarheit habe. Das verbunden mit dem Eye-Tracking der Brille, was automatisch den Augenabstand misst und somit für eine beste optimale Bildschärfe führt, sorgt dafür, dass das Headset wirklich ein sehr klares und gutes Bild mir vermittelt von dem, was ich sehen möchte. Wie ich bereits gesagt habe, ist die Brille auch fähig, mittels Inside-Out-Tracking selber ihre Position im Raum zu ermitteln. Und damit kann ich theoretisch dann auch die Basisstation weglassen. Und wenn ich dann auch noch das Hand-Tracking und das Eye-Tracking kombiniere, kann ich theoretisch auch die Controller weglassen, womit diese Brille insgesamt im Raum in Situationen der Anwendung deutlich mobiler wird. Das funktioniert wirklich recht gut. Also das Handtracking ist exzellent, das Eye-Tracking ist wahnsinnig präzise, aber auch das Inside-Out-Tracking funktioniert stabil in unseren Tests und das kann ich wirklich als Methode empfehlen, die man sich genauer anschauen sollte, wenn man die Brille zur Verfügung hat. Theoretisch spart man damit auch noch etwas Geld,
was man bei den Basisstationen und bei den Controllern einsparen kann, aber das ist bei dem Preis der Brille eigentlich nicht relevant. Ich habe jetzt schon häufiger über den Preis der Brille gesprochen. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, wie teuer ist das Gerät denn eigentlich? Circa 7.700 € brutto muss man tatsächlich für diese Brille einplanen. Zusätzlich kommt dann noch die Softwarelizenz obendrauf. Es ist also wirklich ein Investment, was man sich sehr gut überlegen muss und was vor allen Dingen an extrem professionelle Anwender im Firmenbereich gerichtet ist. Zusätzlich zu den finanziellen Anforderungen kommen auch noch die Hardware-Anforderungen mit dazu, die diese Brille stellt. Und die sind wirklich nicht ohne. Zwar geben etliche Hersteller immer sehr ambitionierte Hardware-Anforderungen an, bei Varjo sollte man allerdings wirklich darauf achten, dass man diese einhält. Die erste große und wichtige Einschränkung ist, dass die Varjo nur mit Nvidia-Karten funktioniert. Das muss man berücksichtigen, also nur Quattro- oder RTX-Karten funktionieren. Als Minimum wird dabei eine RTX 3080 empfohlen. Und das sollte man auch wirklich nicht unterschreiten. Also eine RTX 3080 ist so in etwa das Baseline-Level, mit dem man eine gute Performance bekommen kann. Ich würde tatsächlich empfehlen, eher in Richtung 3090 oder in der modernen 40er-Serie 4080 zu planen, weil man dann als Entwickler mehr Freiraum dafür bekommt, wirklich gute Inhalte auf die Brille zu bringen. Das hat auch damit zu tun, dass die Performance bei dieser Brille insofern wichtig ist, weil man nicht die üblichen Tricks verwenden kann, wie zum Beispiel NVIDIA DLSS, also die dynamische AI-basierte Kantenglättung zu verwenden oder die Bildauflösung stark zu reduzieren. Denn damit würde man die eigentliche Stärke der Brille so ein bisschen ad absurdum führen. Das Kernmerkmal der Brille ist die extrem scharfe Darstellung von Inhalten in dem Fokus-Display und auch in dem Bereich drumherum. Und wenn ich jetzt quasi Bildinformationen verwende, die in einer niedrigeren Auflösung gerendert werden als das, was die Brille eigentlich darstellen möchte, dann hätte ich mir das Geld für die Brille auch sparen können. Somit ist Foveated Rendering, also das fokussierte, scharfe Rendern von den Bildinhalten, die der Nutzer gerade auch wirklich anschaut, und das weniger scharfe Rendern der Bildinhalte drumherum, ein Muss. Und die Brille bietet dafür mit dem sehr guten Eye-Tracking auch eine sehr gute Unterstützung. Auch wenn die Brille 2 Grafikanschlüsse hat, wie ich bereits schon gesagt hatte, ist leider das Verwenden von Multi-GPU-Setups für die üblichen Game Engines, also Unreal und Unity, derzeit nicht unterstützt. Das wäre an sich vielleicht eine gute Möglichkeit, um das Rendering zu entlasten, aber das geht halt leider nicht. Abseits von den inneren Werten und den Erfahrungen damit, kommen wir auch noch ein bisschen zu den äußeren Dingen. Als erstes fällt auf, dass der Headstrap relativ komplex gebaut ist. Das macht das ganze Gerät wirklich recht ergonomisch anpassbar und gut tragbar. Man kann im hinteren Bereich, wie eigentlich üblich, die Kopfbreite einstellen und den Druck, mit dem sich das Gerät an den Kopf anschmiegt. Der hintere gepolsterte Bereich ist dabei beweglich gelagert und diese ganzen Kontaktflächen sind aus PU-Leder, also gut abwischbar. Zusätzlich, und das ist dann noch der besonderere Teil, hat man noch dieses obere Polster, was die Brille am oberen Kopfbereich fixiert und zusätzlich nochmal eingestellt werden kann. Und wenn die Brille getragen wird, kann man sie über die seitlichen Drehregler dann noch in der Neigung am Gesicht anpassen. Also man kann die Brille wirklich extrem gut einstellen, was auch Sinn ergibt, weil das Wichtige ist ja, dass ich die Brille möglichst ohne äußere Lichteinflüsse so gut am Gesicht tragen kann, dass ich die farbtreuen, scharfen Bildinhalte auch immer gut sehe. Das Ganze kommt allerdings zu einem Preis und damit meine ich jetzt nicht den finanziellen, sondern das Gewicht. Die Brille ist tatsächlich relativ schwer. Das Headset alleine wiegt ca. 600 Gramm, das ganze Kopfband dazu nochmal 400 Gramm. Das heißt, ich habe wirklich fast 1 Kilogramm an Gewicht auf dem Kopf und das ist, auch wenn der Headstrap sehr gut einstellbar ist, für den Nacken durchaus eine sehr anstrengende Belastung, wenn ich die Brille auf Dauer tragen wollen würde. Zusätzlich, das müsste man sich bedenken, halte ich die Brille nur sehr begrenzt einsatzfähig für Messen. Das hat damit zu tun, dass die ganzen Justiermechanismen sehr aufwendig in der Einstellung sind, sodass das für Laien oder Leute, die sich das selber einstellen wollen, doch eine Herausforderung ist. Und wenn ich zum Beispiel Messepersonal briefen muss, ist das durchaus nochmal ein extra Thema. Zudem ist die Brille trotz des ganzen Headstraps und allem durch das Gewicht von der 600 Gramm schweren Fronteinheit der Brille sehr frontlastig. Das Kopfband tut wirklich sein Möglichstes und es funktioniert auch gut, um das Gewicht über den ganzen Kopf zu verteilen. Trotz allem spüre ich bei Bewegungen und eher schnellen Bewegungen vor allem, dass die Brille ein gewisses Momentum entwickelt und damit auf meinem Gesicht auch immer etwas in Bewegung ist. Dafür wurde seitens Varjo wirklich gut mitgedacht. Viele Brillen, das haben wir bei der Pico 4 auch schon gesehen, die Eye-Tracking unterstützen, brauchen jedes Mal, wenn der Nutzer die Brille aufsetzt, also ein anderer Nutzer die Brille dann aufsetzt,
eine neue Kalibrierung des Eye-Trackings. Bei Vario gibt es tatsächlich die Möglichkeit, einfach zu sagen, Best Guess. Das bedeutet, die Brille versucht, die Pupillendistanz einfach nach durchschnittlichen Schätzungen des sowieso laufenden Eye-Trackings automatisch einzustellen. Und ich muss die IPD-Distanz, also die interpupilläre Distanz zwischen den Augen, nicht manuell kalibrieren. Das ist wiederum recht praktisch, wenn ich die Brille für Demo-Einsätze verwende und verschiedenen Anwendern aufsetzen muss, denn das minimiert den Konfigurationsaufwand doch erheblich. Kommen wir zu den Eindrücken, die ich bei unseren Entwicklern zu dem Gerät sammeln konnte. Also grundsätzlich ist die Meinung, die wir bisher hier dazu haben, sehr positiv. Die Software von Vario wirkt extrem hochwertig und die Vario Base bildet ein einheitliches Software-Tool, welches verschiedene Werkzeuge und SDK-Funktionen in sich vereint. Ansonsten ist das SDK wirklich mit einer guten Dokumentation auch versehen. Es gibt online eine umfangreiche Datenbank, wo sowohl die SDK-Features erklärt werden, als auch gute Best-Practice-Beispiele geliefert werden, zum Beispiel wie ich die Performance meiner Anwendung weiter optimieren kann, welche Engine-Einstellungen hilfreich sind und wie ich die Features der Brille auch optimal nutzen kann. Das ist sehr, sehr gut und geht sogar noch weiter. Denn ich bekomme ein Template-Projekt mitgeliefert, welches ich in Unreal nutzen kann, um die einzelnen SDK-Funktionen zu erleben und zu testen. Und es ist eigentlich, habe ich mir sagen lassen, im Unreal-Umfeld fast schon etwas untypisch, weil eben Vario nicht auf das generische VR-Feature-Set zurückgreift, wo ich die generischen VR-Beispielszenen verwenden kann. Das ist praktisch, weil ich in dieser Szene dann auch zum Beispiel das Pass-Through und die Handerkennung und das Hand-Occlusion-Culling mittesten und erleben kann. Und gerade das Hand-Occlusion-Culling macht diese Brille auch nochmal besonders. Was bedeutet das eigentlich? Also grundsätzlich gesehen kann ich damit meine realen Hände über bestehende VR-Inhalte darstellen. Das funktioniert auch wirklich ziemlich gut, wenn auch noch nicht perfekt. Also ich sehe durchaus eine gewisse Kante um meine Finger herum und es gibt auch eine Art Lag oder Verzögerung, wenn ich meine Hände zu schnell bewege. Trotz allem wirklich cooles Feature und für manche Anwendungsfälle sicherlich extrem wertvoll, wenn ich zum Beispiel versuche, Bedienelemente mit meinen Händen irgendwie in real an Objekten zu ertasten und ich das auch wirklich sehen kann. Ansonsten ist die Brille aber auch 100% OpenXR-kompatibel. Das ist dafür sehr praktisch, wenn ich zum Beispiel bestehende Anwendungen habe, die auch auf OpenXR-Basis funktionieren, dann muss ich diese Anwendung im Regelfall nicht anpassen, sondern kann sie direkt mit der Brille verwenden. Nur wenn ich brillenspezifische Features nutzen möchte, brauche ich die Vario-Plugins in meinen Projekten in Unreal oder in Unity mit integriert. Das macht die Brille sehr flexibel. Ansonsten gibt es als einziges Problem, in Anführungsstrichen halt, wie bei ähnlichen Steam VR-Brillen auch, die Tatsache, dass der VR-Compositor und alle Eingriffe, die Steam im Rendering-Prozess so vornimmt, natürlich das Debugging immer etwas erschweren und ich halt durch die eigene mitgelieferte Steam VR-Version in der Vario Base auch immer nachschauen muss, dass ich die Debug-Einstellung an dem richtigen Teil von Steam VR vornehme. Und das ist aber eigentlich auch schon alles, was da in dieser Richtung mitkommt. Es macht nur manchmal gewisse Debugging-Prozesse etwas komplizierter, wobei Vario da auch durchaus versucht zu unterstützen, indem zum Beispiel die Vario Base etliche eigene Debug-Funktionen und Monitoring-Lösungen mitbringt. Zum Schluss, wo würde ich diese Brille jetzt gut einsetzen können? Also ganz ehrlich, ich glaube grundsätzlich, wer 7.700 € für eine Brille ausgibt, die dieser Klasse hier entspricht, der hat meistens eine relativ gute Idee davon, wo er diese Brille einsetzen möchte. Trotz allem, um eine Idee zu geben, falls es wirklich Leute gibt, die jetzt sagen, sieht spannend aus, kann ich damit arbeiten, definitiv im Enterprise-Bereich, wo präzise Bilddarstellungen notwendig sind. Also überall da, wo ich zum Beispiel Simulationen habe, aber zum Beispiel auch Trainingsszenen für Fluglotsen oder andere Dinge, wo ich wirklich präzise Bedienelemente klar erkennen und immer verlässlich sehen können muss. Alternativ, und das ist dann auch noch der Teil, der die XR3 vielleicht von der Brille wie der Aero oder der VR3 abhebt, sind natürlich diese starken Mixed Reality Features ein ganz klares Merkmal, wo ich sage, da kann die Brille ihre Stärken voll ausspielen. Wenn es zum Beispiel darum geht, prototypische Modelle in realen Situationen gut einpassen und einschätzen zu können, dann ist die XR3 halt die perfekte Brille dafür. Durch die räumliche Tiefenerkennung des LiDAR-Sensors kann ich die VR-Inhalte wirklich präzise im Raum verorten und das Ganze passt sich optisch durch die Umgebungslichterkennung auch sehr gut mit ein. Zudem kommt, dass Vario stetig an der Software weiterentwickelt, die Brille weitere Features bekommt, für ihr Gewicht wirklich gut tragbar ist und somit in einem professionellen Umfeld auch durch die einzelnen austauschbaren Komponenten
gut wartbar ist und dort auch zu Hause sein sollte. Für den Privatanwender oder für kleine Firmen sehe ich das tatsächlich eher weniger als relevant. Haben wir ansonsten noch irgendwelche Fragen unbeantwortet gelassen oder gibt es noch Themen, die ihr gerne über die Vario XA3 wissen wollt? Dann lasst uns doch gerne einen Kommentar unter der Videobeschreibung da.